So Freunde, wir stehen jetzt zum letzten Mal vor unserer Unterkunft hier in Amed und warten auf Kadek, unseren Fahrer. Wohin geht es als nächstes? Wir fahren nach Siedemen und sehen den großen Vulkan. Richtig, wir werden Amed jetzt erstmal weiter Richtung Inland verlassen, bevor es dann weitergeht zum eigentlichen nächsten großen Ziel. Wir sind jetzt erstmal für ein paar Tage ins Inland gezogen, bevor wir weiterreisen. Jetzt sind wir erstmal in Siedeman. Auch hier sind wir zuvor noch nie gewesen und haben uns deswegen entschieden, auf dem Weg zum Flughafen hier einen kleinen Stopp einzulegen. 3 Tage Ruhe vor der nächsten Action. Denn die Region hier ist touristisch noch nicht so erschlossen und steht in erster Linie für Reisfelder, Natur und einem Vibe, den man vielleicht noch so etwas wie das ursprüngliche Bali nennen könnte. Wer also Ruhe sucht und keinen Bock auf Touristenmassen hat, der ist hier wohl noch richtig. Auch hier haben wir uns eine nette Villa gesucht mit Ausblick ins Grüne, circa 1 Kilometer vom Ortskern entfernt. Wir haben eine Suite mit einem Wohnzimmer mit Schlafcouch und ein klimatisiertes Schlafzimmer mit einem großen Bett mit Moskitonetz. Früher waren das wohl 2 Zimmer. Daher haben wir nicht nur 1, sondern direkt 2 Badezimmer. Und auch nicht nur 1, sondern auch 2 Balkone. Die Anlage ist echt cool angelegt. Kleine Bungalows in Terrassen, direkt in den Reisfeldern. War ein echt okayer Deal auf Booking, aber dafür ganz schön fancy. So ist auch der Pool direkt als Infinity Pool in die Reisfelder angelegt. Jetzt werden wir erstmal frühstücken, ja, und dann geht's erstmal los ins Umland. Tatsächlich ist der Mount Agung von hier aus eigentlich überall zu sehen, wenn er sich nicht mal in den Wolken versteckt. Trekking auf den Vulkan ist aktuell allerdings leider nicht möglich, denn dieser ist den ganzen Monat lang für religiöse Zeremonien gesperrt. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die man hier in der Gegend unternehmen kann. Zum Beispiel Wasserfälle. Mehrere davon liegen in unmittelbarer Umgebung und sind daher auch ganz gut zu bewältigen mit Kind.
Das war's aus der Region Siedeman. Touristisch noch nicht erschlossen? Ja, schön wär's. Hier reiht sich ein Resort an das nächste und auch das Preisniveau ist nicht von schlechten Eltern. 70.000 Rupien für einen Bintang habe ich bislang noch nirgendwo bezahlt. Auch der gemietete Scooter war zwar bislang der klapprigste, aber dafür auch der teuerste, den ich jemals auf Bali hatte. Und das, obwohl ich bereits im Vorfeld mit mehreren Anbietern verhandelt und auch vergleichsweise einen guten Deal herausgeschlagen hatte. Generell sind die Preise hier echt ein wenig over the top. Ein Nasi Goreng zum Beispiel als Referenz liegt so zwischen 55.000 und 65.000 Rupien plus oft noch 15% Steuern und Service Charge. Für eine Handvoll gebratenen Reis im Vergleich zum lokalen Geldwertniveau fast schon ein wenig frech. Zum Vergleich hat das sonst so zwischen 15.000 und 25.000 gekostet, je nachdem wo man eben war. Fanciness trifft hier zwar auf lokales Flair, aber irgendwie ist es ein bisschen ähnlich wie in Ubud, nur ohne die Hippies und den ganzen Eat, Pray, Love Quatsch. Trotzdem ist auch hier irgendwie alles auf Touristen ausgelegt. Natürlich ist es schön, mitten in den Reisfeldern zu sein. Und die Natur ist hier wirklich noch ursprünglicher. Eben nicht so verbaut, wie es sonst leider in vielen Ecken auf Bali mittlerweile so ist. Doch auch hier sieht man alle paar Meter eine Baustelle für ein neues Resort oder Restaurant. Auch wenn es uns hier schon gefallen hat, so war es mir persönlich dann doch viel zu touristisch und overpriced. Ob ich Siedeman empfehlen würde? Vielleicht. Nicht aber, wenn man mit der Erwartung herkommt, dass es hier angeblich untouristisch sein soll und einen Mittelweg zwischen lokalem Kolorit und westlichem Komfort sucht. Für den Hardcore-Backpacker auf der einen Seite oder den klassischen Resort-Touristen, der dann auch mal für 5 Minuten lokale Kultur schnuppern will, durchaus okay. Aber genug Kritik, denn jetzt steht erstmal unsere Weiterreise an. Und eins kann ich euch verraten, da gibt es wieder mehr Action. Und was das wohl sein wird? Let's find out.